It's December the 6th, Nikolaustag. Es ist Weihnachtszeit. Heute ist der 6. Dezember und das ist Nikolaustag. Das ist unser Winterwunderland. This is our winter wonderland. And our youngest grandson put it together this year. Isn't that lovely? Vorgestern war der 2. Advent. Und jetzt wird es höchste Zeit, dass wir was backen. 2 days ago was the 2nd Advent, and it's high time for me to bake something. Let's see what we're making. Was werden wir backen? Bei uns wird viel Weihnachtsmusik gespielt. We play a lot of Christmas music. And this is one of my childhood favorite baking song. Oh, es riecht gut, oh, es riecht fein, heute rühren wir Teig für Plätzchen ein. In der Küche wird gebacken, helft nur alle Mandeln knacken. Oh, es riecht gut, oh, es riecht fein. Ja, und was das bedeutet ist, it smells good, it smells fine. Today we're making dough for cookies, but that is not what we're making today. Today we're making Stolle. Christstolle, Weihnachtsstolle. Je nachdem, wo in Deutschland man aufgewachsen ist, hat man da verschiedene Zutaten reingemacht. Aber alles in allem ist es eine Art Brotteig. Es ist nämlich ein Hefeteig und dann kommen alle möglichen Sachen mit rein. Und dann fangen wir jetzt mal an. So, today we're making Stolle. Stolle, it's sort of like a Christmas bread, cake slash. It's a yeast dough, and depending on which area in Germany you're from, that is the type of ingredients you put in there. So let's see what my family did and still does. Ja, natürlich braucht man zuerst mal eine Schürze. An apron is needed. We're working with flour. So the easiest way to make a yeast dough, and I am no expert in yeast dough, by the way, is to just read it from the package. Because any yeast package has a recipe in the back. Here, for instance, it says, add all the ingredients that would be in your recipe and then add the liquids that have been heated to 55 Celsius or 120-30 Fahrenheit, and then let it rise. Well, let's go for it. So, Stolle. This is my recipe. Ja. Das ist mein Rezept. Ich weiß gar nicht, wie alt das ist. Ich würde sagen, 40 Jahre vielleicht. Vielleicht sogar 50. Also, was brauchen wir? An und für sich gar nicht so viel. Wir brauchen Mehl, Zucker, Butter oder was auch immer Fett Sie benutzen wollen, eine Prise Salz und Milch und Hefe. So what do we need? Not that much. Flour, sugar, butter or any other fat you might like, a little tiny bit of salt, milk, and yeast. And then when that's all combined, then we add the goodies. In my case, I'm going to make one Stolle with almond that I have soaked for the last 2 days in rum and a little bit of sugar. And the other one is going to be with raisins, and they're also soaked in rum with a little bit of sugar. Und dann fangen wir jetzt erstmal an. Also, wir brauchen, ich habe ja meine Waage vergessen. Meine Waage. Also, wir brauchen 1 Kilogramm Mehl. So, 1000 gram of flour. We need, according to my recipe, between 175 and 250 gram of sugar. And in brackets here I wrote, and I must have tried that out, I do this every year, 250 gram is better. So let's do 250 gram. Ich habe hier drauf geschrieben, 250 Gramm ist besser. Das muss ich irgendwann mal ausprobiert haben vor ein paar Jahren. Also machen wir so in der Mitte. Let's
200 Gramm, 250 Gramm. Eine Prise Salz natürlich. Then we need a pinch of salt, and really only a pinch. Yeah. Und was brauchen wir sonst noch? Butter. Die Hälfte davon, nee, wir brauchen 500 Gramm. Und hier steht aber drin, dass sie immer fat, like a baking fat or suet, used plus 250 gram butter. I'm not really keen on suet, so butter it is all the way. And in where I come from, the best Stolle, and it's still today the best Stolle, ist die Dresdner Stolle. Die Dresdner Stolle ist wirklich die beste, soweit ich das einschätzen kann. Aber es gibt ja so viele fantastische Stollen. So, das haben wir jetzt alles fertig. Und jetzt müssen wir uns um die Hefe kümmern. So, hier steht drauf, dass wir 2 Tütchen davon Hefe benutzen, oder wenn Sie die Bäckerhefe zur Verfügung haben, dann 120 Gramm. So, we need 2 bags of the yeast, but if you do have the yeast from the bakery that's wet in a block, then 120 Gramm. So, die Zutaten sind in der Schüssel, aber noch nicht verrührt, und jetzt kommt die Hefe dazu. And then I'm just going to mix the yeast with the flour, and I'm just going to vermische die die trockene Hefe mit Salz, Mehl und Zucker. Die Butter ist noch da, und dann brauche ich Milch. Und zwar ein Viertel Liter Milch, 250 milliliters of milk, which I have warmed to about 50 degrees Celsius. It's actually warmer than I remembered. And then I'm going to pour that in. And mix it all up, including the butter. Und das dauert natürlich ein bisschen, und dann werde ich auch inzwischen mit meinen Händen da reingehen. Das macht mir nämlich besonders viel Spaß. That's all gonna be mixed, and I'm gonna do that with my hands because I really enjoy that. So, dann kneten wir mal los. So, das Kneten dauert natürlich ein bisschen. The kneading takes a little bit of time. So I can tell you some little stories from my childhood around Christmas time. I remember Christmas time being so romantic, and it was probably not nearly as romantic as I remembered it, but we always had snow, lots of it, and to this day I love snow. Ich habe mich daran erinnert, dass Weihnachten immer sehr romantisch war. Ob das wirklich für die Erwachsenen auch so war, ist natürlich eine Frage, aber für mich als Kind und für meine Geschwister war das so. Meine Oma hat immer viel gebacken. Allerdings hatten wir leider keinen Backofen. Also der war da, aber der war durchgerostet, und wir konnten ihn einfach nicht erneuern. Und zwar war das ein Herd, der mit Kohlen geheizt wurde. Nicht elektrisch oder was anderes. Das Einzige, was wir hatten, war ein Backwunder. Und ich habe mal einen Google gemacht, da gibt es sogar Fotos von Backwunder. Und zwar sehen die aus wie so runde Pfannkuchen. They look like they're about this big, and they're electric, and it's called a Backwunder. You can maybe compare it to a fancy air fryer today, but they were not nearly as fancy. So my grandmother never did make Stolle. However, she made this dough because we couldn't fit a Stolle into that round Backwunder. So she would make a dough, very much like this, and then put it in a big baking pan, and it was called a Napfkuchen. So it was a cake she made. And it had, strange enough, a different texture than the Stolle does. But we still loved it very much. It was a yeast dough with the stuff that I'm putting in. But it was never in the shape of the Stolle. However, she would go to the bakery and buy a Stolle because it was just part of Christmas. Mein Teig kommt jetzt hier langsam so zusammen.
my dough is coming together nicely. Maybe my camera guy can zoom in here or come closer to see what it's starting to look like. There, see? It's not 100% done yet, but that's sort of what we're looking for. And then really all we have to do is let it sit for, I don't know, 10 minutes or so, at which point it will not rise because of the yeast I used. The old-fashioned yeast would rise and then you punch it down and then you let it rise the second time. With this, you don't have to do that. Mit dieser Hefe braucht man nicht so lange warten und man braucht auch nicht darauf warten, dass der Teig größer wird. Und dann ist das einfach schneller zu machen. Denn der wird größer später. So, noch ein bisschen mehr kneten. Jetzt komme ich langsam ins Schwitzen. I'm starting to sweat here. I'm not used to using my arm muscles like that. Usually I make my cakes in my kitchen machine, but today wir backen alte Rezepte. Meine Oma hatte niemals eine Küchenmaschine. Das wurde alles mit Kochlöffel, Quirl, Schneebesen und bei Hand gemacht. My grandmother never had, oops, there's a runaway. My grandmother never had any electric kitchen appliance other than the backoven, the tabletop oven, because she just didn't. And most people that I knew didn't. So you had a wooden spoon, like this. And what else did you have? A quill, which is a wooden thing, looks like a star to mix. That was about it. And of course your hands. So. Und dann können wir in ein paar Minuten sauber machen und den Teig ruhen lassen. And in a few minutes we can clean up here and let the dough rest for about 10 minutes. So, in der Zwischenzeit habe ich die Rosinen abgegossen, dann da war zu viel Rum drin und das gleiche mit den Mandeln gemacht. In the meantime, I drained the raisins and I drained the almonds. But what I did forget to tell you is the dough requires eggs. And I did add that. In fact, for a kilogram of flour, what we use 4 eggs. Not too big, because the eggs add a lot of liquid to it and you might end up having to put another tablespoon of flour in it to incorporate it. But here's my dough after 10 minutes. And now let's prepare it for its next step. I have a baking sheet lined with parchment paper. We're going to turn the oven on for 350 degrees. And let it preheat. In the meantime, der wird jetzt also vorgeheizt. In der Zwischenzeit machen wir die Stollen fertig. Ein bisschen Mehl auf den Tisch, a little bit of flour on the table, and we can turn out the beautiful dough. So I think I'm going to make 2 Stollen. One not so big and the other one bigger. So 2/3 and 1/3. You could make one giant Stolle and this cookie sheet would be big enough, but I'm going to make 2 smaller ones. So we'll start with the raisin one. So all we do is we flatten out the dough to about 1/2 inch. Also der Teig wird jetzt ein bisschen ausgebreitet, also halber Zentimeter vielleicht oder so. Und dann fangen wir damit an, dass wir ein bisschen Mehl über die Rosinen schütten, damit sie sich dann gut am Teig
damit die gut im Teig drin bleiben. So, das wären die Rosinen und die müssen wir jetzt reinarbeiten. So, the raisins, we now have to work them in. And the best way to do it is to just smush them around. Das Beste ist, die einfach so unterzukneten. Sie brauchen vielleicht noch ein bisschen mehr Mehl, damit die Hände nicht ganz so nass sind. Maybe a little bit of more flour for your hands. And just distribute them as evenly as you can. Und einfach unterkneten und so gut verteilen wie möglich. Und das macht so viel Freude, den Teig so anzufassen. And it's really fun to touch the dough like that. It's a really nice feeling on your hands. Das ist sehr schön, das so zu machen. Es fühlt sich gut an. Und die so rausfallen, die steckt man so einfach wieder rein. Ja, so geht das prima. Ja, jetzt machen wir eine Stolle draus. So that's enough. And now we're gonna make a Stolle out of it. So we basically give it a shape, whichever shape we want, but my favorite shape for a Stolle is this. So, like that. There you go. And then I fold it over and pinch it together a little bit. Ja. Da ist meine Stolle. Und das ist eine ganz einfache Rosinenstolle. Jetzt gucken aber zu viele Rosinen hier raus und die werden dann im Ofen anbrennen. There's too many raisins sticking out and those are going to scorch in the oven because they're very sweet. So we have to stick them back in if we can. Just like that. And if they do burn a little bit, well, no big deal, then you'll pick them out later and throw them away. Und wenn die doch anbrennen sollten, kann man die hinterher einfach rausnehmen, absammeln sozusagen und wegwerfen. So. Ja, das sieht schon wunderbar aus. Und mehr braucht man da nicht machen. Jetzt werden die aufs Blech gelegt. So, da ist der erste Stollen, der Rosinenstollen. Und jetzt der größere und das ist der Mandelstollen. This is going to be the almond Stolle and that's going to be bigger because I have more almonds today. Und die wird größer, einfach weil ich mehr Mandeln da hatte. Ja, die müssen noch reingesteckt werden hier. So, und genau das Gleiche. Ein bisschen Mehl drüber tun, so einen gehäuften Esslöffel, about a heaping tablespoon of flour to let the almonds cling to the dough. There we go. Doesn't that look beautiful? And it smells beautiful. Das sieht gut aus und es riecht auch sehr gut. Man kann den Zucker, den Rum und die Mandeln. So, und jetzt einfach zusammenrollen und wieder kneten. Ist ganz gleich wie einfach kneten. I was reading up on it last week because my grandchildren are really interested in historical things. Letzte Woche habe ich mal ein bisschen darüber gelesen, weil meine Enkelkinder sehr an historischen Dingen interessiert sind. So habe ich herausgefunden, dass die Stolle ca. 700 Jahre alt ist. Die war aber nicht so schön wie die heute ist, einfach weil damals es verboten war, Butter zu benutzen.
Warum, weiß ich jetzt auch nicht, ob die da keine hatten oder ob das irgendein König, was auch immer, der Meinung war, dass man den Leuten das nicht gönnen sollte. Ich weiß es nicht. I don't know what the, a stray reason. We need to go in here. I don't know what the reason was, but at the time people weren't allowed to use butter. So the Stollen that they made then was a rather hard, dry puck, hockey puck. But people still enjoyed it very much. So I read. Now for us, baking at Christmas was also a bit of an undertaking because when I was a kid, we still had, I was born 8 years after the end of the Second World War, but in the east of Germany, where I grew up, we still had a lot of things rationed. Butter was one of them. So when Christmas came around, we were hoarding our butter. So we started in, well, hoarding is the wrong word, but we started in the fall to buy up our rations and buy more than we actually needed because our rations allowed it. We were 5 children at home, so the more children you had, the higher your ration allowance was. And then the butter was kept for baking for Christmas. Ja, meine Mandelstolle und meine kleine Rosinenstolle. Sehen die nicht niedlich aus? Ja, jetzt müssen die erst noch mal ein bisschen ruhen. Circa eine Stunde. Und dann kommen die in den Ofen. Und dann zeige ich, wie man sie hinterher noch behandelt. Da gibt es noch ein paar Kleinigkeiten, die man dann noch macht. So the only thing we need, let it rest for about an hour. Then it goes in the oven at approximately 350 degrees, depending on your oven. 325 might work for some. The little one will stay in the oven approximately between 30 and 40 minutes. And the big one, 60, 70 minutes. You have to look from time to time and take a peek and see what it looks like. If they get too brown, turn the heat down or put a little bit of aluminum foil over top so that they don't get too brown. So, jetzt sind ungefähr 70 Minuten vergangen, ein bisschen mehr vielleicht sogar. Und die Stollen sind fertig. Das ist die Mandelstolle und das ist die Rosinenstolle. So about 75 minutes have passed. They're still very hot. This is the Almondstolle and this is the Raisinstolle. So what I did is, and I should show you that actually, I took a skewer, and I happen to have these, so a toothpick, knitting needle, anything will do. Dieses Stöckchen hier nehme ich. Sie können eine Stricknadel nehmen oder was Sie auch immer haben, Zahnstocher. Und dann einfach Löcher in die heiße Stolle poken. Einfach reinmachen. Simply poke holes into the hot Stolle. Then you take butter. And I take about a tablespoon per Stolle, maybe a tablespoon and a half. You can melt it, but the Stolle is so hot that the butter will melt on its own. So I just do that and let it melt. And it will soak into your Stolle. So, einfach die Stolle ist ja so heiß, dass man einfach ein bisschen Butter nehmen kann und das verläuft dann selbst. Man kann natürlich die Butter auch schmelzen und dann streichen, aber warum soll man sich schwer machen, wenn es einfach geht? Und dann das allerletzte, Puderzucker. And then the last, powdered sugar. I take a little teaspoon because it's just simple. And I just have it on a grid underneath so that the heat doesn't accumulate and there's a paper towel for moisture to absorb. Later on, I will remove the aluminum foil to give it more airflow. But for now, it helps with the leftover butter and with the sugar that I don't have it all over my counter. Im Moment habe ich hier noch eine Alufolie, weil das einfacher mit dem
abwaschen ist. Dann habe ich hier noch ein Papierhandtuch drunter, damit es die Feuchtigkeit absorbiert. Und die Folie nehme ich dann raus, aber im Moment hilft die mir, den Tisch einfach sauber zu halten. Denn wenn man Butter und Zucker abwischen muss, ist das auch kein Spaß. So, und dann können Sie so viel Zucker, wie Sie wollen, drauf machen. Sie können auch gar keinen Zucker drauf machen. You can put as much sugar as you want. You don't have to put any if you don't like. But I find that the sugar sort of seals up the inside. Now, I don't know if that's actually scientifically true, but I feel that it creates sort of a crust and keeps the moisture nicely inside. And when you cut it, maybe in a week or even in a month from now, the sugar is all compacted and you can just peel it off if you want to. So. Ich denke mir, dass der Zucker so eine Art Kruste bildet, wenn man das ein paar Wochen lang liegen lässt oder stehen lässt besser. Und dann kann man die hinterher einfach runternehmen oder essen. Ist ja auch egal. So. Hier braucht es noch ein bisschen mehr. Da brauchen wir noch ein bisschen was. We need a little more over here. And that is it. So, jetzt lassen wir die kalt werden. Aber erstmal nehmen wir die runter und tun sie einfach auf diese Roste. But before we let it cool down, we gently, careful that you don't break it. We gently put it here so that it can cool down without creating condensation. Now this one is a lot bigger, as you can see. There. Na, ist das nicht wunderschön? Und es wäre noch viel schöner, wenn man das riechen könnte. Aber das müssen Sie dann selber probieren, um zu sehen, wie das nicht nur schmeckt, sondern auch riecht. Unfortunately, we can't smell it right now, but you can't smell it right now. I sure can. It smells fabulous. And you don't need to take my word for that. You can just make some. You saw how easy it was to do. So, jetzt sind die Stollen ausgekühlt. Die Stolle cooled down now. That took a few hours. And now you can either decorate them a little bit. So, die essen wir jetzt bald. Und die Mandelstolle, die hebe ich auf bis zum 24. Und die wird am 24. aufgeschnitten. Einfach, weil meine Familie besonders gerne Mandeln isst. Und die wird dann einfach in Pergamentpapier, in Parchment Paper und in Aluminum Foil eingewickelt. It's going to be wrapped in Parchment Paper, in Pergamentpapier und in Aluminiumfolie. Schön dicht, nice and tight. And then it just sit. Komischerweise, meine Oma hat das früher immer gemacht. Wenn sie irgendetwas aufheben musste, wurde das immer im Schlafzimmer aufgehoben. Ich weiß auch nicht warum. Und das mache ich heute noch so. Die liegen dann auf dem Schrank und warten dort ab, bis es der 24. wird. Und genauso sieht das aus. Ja. So, my grandmother always put stuff that needed to be saved for some reason in her bedroom, in their bedroom, on the Kleiderschrank, on the wardrobe. And believe it or not, I still do that. So this is going to go into the bedroom, nicely on top of the cupboard of the cabinet, and it'll stay there till Christmas Eve. And then it just gets a fresh little dusting of icing sugar. And that is how long you can keep a Stolle. Now, if this is a Stolle that's made with cheese, like ricotta or Quark or something like that, it will not keep that long.
Wenn diese Stolle allerdings mit Frischkäse gemacht wird, hält die sich nicht so lange. If you enjoyed this, please don't forget to like us, send us a little note, that would be nice too. Perhaps you can tell us what you thought about this recipe, or maybe some tips that you might use. And perhaps you can subscribe. Vielleicht können Sie sogar abonnieren, wenn Ihnen das gefallen hat. Und bis dann, eine frohe Adventszeit und hoffentlich sehen wir uns vor Weihnachten nochmal, wenn nicht, ein schönes Weihnachten, a happy Advent time. If we don't see each other before Christmas, a very Merry Christmas und guten Appetit.